Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir über Charakter und Eigenschaften. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Menschen sind ja so unterschiedlich, oder? Jeder hat seine eigenen Charaktereigenschaften. Absolut, das macht uns als Menschen ja auch so spannend. Manche sind sehr offen, andere eher zurückhaltend. Stimmt. Und dann gibt es die, die immer freundlich sind, egal was passiert. Das ist wirklich bewundernswert. Ja, und manche Menschen sind sehr geduldig. Sie können stundenlang ruhig bleiben, ohne sich zu ärgern. Geduld ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Ich finde es auch wichtig, ehrlich zu sein. Das schafft Vertrauen zwischen Menschen. Ehrlichkeit ist definitiv wichtig, aber manchmal ist es auch gut, ein bisschen diplomatisch zu sein, um niemanden zu verletzen. Richtig, das richtige Maß zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Ein weiterer Punkt ist Zuverlässigkeit. Das bedeutet, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Das ist wirklich wertvoll. Zuverlässige Menschen geben einem ein gutes Gefühl. Man weiß, dass sie ihr Wort halten. Genau. Und dann gibt es noch die kreativen Menschen. Sie haben immer neue Ideen und denken oft anders als andere. Kreativität bringt frischen Wind in viele Bereiche. Es ist beeindruckend, wie manche Menschen Probleme lösen können. Ja, und gleichzeitig bewundere ich auch Menschen, die sehr praktisch denken und handeln. Sie kommen oft schnell zu einer Lösung. Praktisches Denken ist in vielen Situationen hilfreich. Manchmal braucht es einfach eine schnelle und klare Antwort. Und nicht zu vergessen, Mut. Es braucht Mut, um neue Wege zu gehen oder Dinge zu ändern. Mutige Menschen inspirieren oft andere. Sie zeigen, dass man auch mal Risiko eingehen kann, um etwas zu erreichen. Sehr wahr. Dann gibt es noch die ruhigen, ausgeglichenen Menschen, die eine angenehme Atmosphäre schaffen. Ihre Ruhe kann wirklich ansteckend sein. Sie helfen oft, in stressigen Momenten den Überblick zu behalten. Das stimmt, es gibt so viele verschiedene Charaktereigenschaften, die alle auf ihre Weise wichtig sind. Ja, und die Kombination dieser Eigenschaften macht jeden Menschen einzigartig. Das ist das Schöne daran. Es ist spannend, wie sich Charaktereigenschaften auch im Laufe der Zeit entwickeln und verändern können. Genau, das Leben bringt viele Erfahrungen, die uns prägen und unsere Persönlichkeit formen. Und es ist nie zu spät, an sich zu arbeiten und neue Eigenschaften zu entwickeln. Absolut, das Leben bietet immer wieder Chancen zur Veränderung und zum Wachsen. Ich finde es wichtig, offen zu bleiben und sich selbst gut kennenzulernen. Ja, das hilft, sich im Umgang mit anderen wohler zu fühlen und Beziehungen zu stärken. Vorhin haben wir über positive Eigenschaften gesprochen, aber es gibt natürlich auch negative Seiten, die jeder von uns hat. Ja, niemand ist perfekt. Einige Menschen neigen zum Beispiel dazu, ungeduldig zu sein. Das kann in stressigen Situationen schwierig sein. Das stimmt. Ungeduld kann dazu führen, dass man schnell frustriert wird, aber es gibt auch Menschen, die oft pessimistisch sind. Pessimismus kann manchmal ansteckend sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass man auch optimistisch bleiben kann. Genau, und dann gibt es noch die Menschen, die manchmal zu stur sind. Sie halten oft an ihrer Meinung fest, selbst wenn es besser wäre, nachzugeben. Sturheit kann in bestimmten Situationen hilfreich sein, aber sie kann auch Konflikte verursachen, wenn man nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Ein weiteres Thema ist Eifersucht. Manchmal kann sie Beziehungen belasten, wenn sie zu stark ausgeprägt ist. Eifersucht kann aus Unsicherheit entstehen. Es ist wichtig, Vertrauen zu haben und offen zu kommunizieren.
Und dann gibt es Menschen, die zu perfektionistisch sind. Sie setzen sich selbst und andere oft unter Druck. Perfektionismus kann dazu führen, dass man sich nie zufrieden fühlt. Es ist wichtig, auch mal loszulassen und sich über kleine Erfolge zu freuen. Ja, und manchmal sind Menschen auch zu schüchtern. Das kann es ihnen schwer machen, neue Kontakte zu knüpfen. Schüchternheit ist oft eine Frage des Selbstvertrauens. Mit der Zeit kann man lernen, offener zu werden. Dann gibt es noch die, die schnell genervt sind. Das kann das Miteinander erschweren, wenn man nicht geduldig bleibt. Ruhe zu bewahren hilft, auch in stressigen Momenten gelassen zu bleiben und Situationen besser zu meistern. Und was ist mit Menschen, die oft unorganisiert sind? Das kann manchmal zu Chaos führen. Ja, Organisation ist wichtig, um den Überblick zu behalten und effizient zu arbeiten. Aber das kann man üben. Es ist interessant, wie man an seinen negativen Eigenschaften arbeiten kann, um sie zu verbessern. Absolut. Jeder hat die Möglichkeit, seine Stärken auszubauen und an seinen Schwächen zu arbeiten. Und oft ist es auch hilfreich, sich Feedback von anderen zu holen, um sich selbst besser einzuschätzen. Richtig. Andere können einem oft gute Hinweise geben, die man selbst nicht sieht. Das kann sehr hilfreich sein. Und letztlich geht es darum, eine Balance zwischen positiven und negativen Eigenschaften zu finden. Ja, niemand ist perfekt und das macht uns als Menschen aus. Es ist wichtig, sich selbst zu akzeptieren und gleichzeitig offen für Veränderung zu sein. Wir haben über verschiedene Eigenschaften gesprochen und wie sie sich auswirken. Aber warum passen manche Menschen so gut zusammen? Ich denke, es hat viel mit ähnlichen Interessen und Werten zu tun. Wenn zwei Menschen ähnliche Dinge mögen, verstehen sie sich oft besser. Das stimmt. Wenn man die gleichen Hobbys hat, verbringt man gerne Zeit zusammen. Auch ähnliche Werte sind wichtig, wie zum Beispiel Ehrlichkeit oder Respekt. Genau, und auch der Humor spielt eine Rolle. Lachen verbindet Menschen. Wenn man über die gleichen Dinge lacht, fühlt man sich gleich viel näher. Ja, Humor schafft oft eine besondere Verbindung. Und dann ist da noch die Kommunikation. Wenn man gut miteinander reden kann, versteht man sich besser. Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn man offen und ehrlich miteinander spricht, kann man Missverständnisse vermeiden und Probleme lösen. Und manchmal ergänzen sich Menschen einfach gut. Der eine ist vielleicht ruhig, der andere eher lebhaft. Das kann eine gute Balance sein. Richtig, Gegensätze ziehen sich oft an. Manchmal bringt die Unterschiedlichkeit Spannung, die eine Beziehung interessant macht. Es ist auch wichtig, sich in schwierigen Zeiten unterstützen zu können. Wenn man weiß, dass der andere für einen da ist, stärkt das die Verbindung. Unterstützung in schweren Zeiten zeigt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das schafft Vertrauen und Sicherheit. Und gemeinsame Erlebnisse können Menschen ebenfalls enger verbinden. Erinnerungen, die man teilt, sind wertvoll. Gemeinsame Erlebnisse schaffen eine Verbindung, die oft lange hält. Sie erinnern einen daran, warum man sich so gut versteht. Dann gibt es noch die Menschen, die einfach eine ähnliche Lebenseinstellung haben. Das kann auch viel ausmachen. Ja, wenn man ähnliche Ziele im Leben hat, kann man sich gegenseitig motivieren und inspirieren. Und manchmal ist es einfach Chemie. Manche Menschen fühlen sich einfach sofort verbunden, ohne genau zu wissen, warum. Diese Chemie ist schwer zu erklären, aber sie ist oft spürbar. Man fühlt sich einfach wohl in der Nähe des anderen. Es ist spannend, wie viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Aber letztlich geht es darum, dass man sich gegenseitig akzeptiert.
Akzeptanz ist wichtig. Wenn man den anderen so nimmt, wie er ist, fühlt man sich wohl und geschätzt. Und das schafft die Basis für eine gute und stabile Beziehung. Es ist schön, wenn man jemanden gefunden hat, der gut zu einem passt. Ja, solche Beziehungen sind wertvoll. Man kann gemeinsam wachsen und sich gegenseitig bereichern. Weißt du, ich finde es spannend, wie der Charakter einer Person Gespräche beeinflussen kann. Jemand, der offen und neugierig ist, bringt oft interessante Themen auf den Tisch. Absolut. So jemand kann ein Gespräch richtig lebendig machen. Es ist aber auch wichtig, geduldig zuzuhören. Das zeigt Interesse und Respekt. Genau, Geduld ist wichtig. Wenn jemand schnell ungeduldig wird, kann das Gespräch schnell ins Stocken geraten. Man fühlt sich dann vielleicht nicht richtig gehört. Ja, und eine ruhige Person kann ein angenehmes Gesprächsklima schaffen. Man fühlt sich weniger unter Druck, wenn man in Ruhe sprechen kann. Das stimmt. Und dann gibt es die extrovertierten Menschen, die oft die Energie im Raum heben. Sie sorgen für eine lebhafte und fröhliche Atmosphäre. Das kann sehr erfrischend sein, aber manchmal ist es auch wichtig, dass jemand die Ruhe bewahrt. Besonders bei ernsten Themen hilft das, den Fokus zu behalten. Eine Person, die gut zuhören kann, ist oft auch ein guter Gesprächspartner. Da fühlt man sich ernst genommen und verstanden. Zuhören ist tatsächlich eine Kunst. Es zeigt, dass man den anderen respektiert und seine Meinung schätzt. Das kann das Gespräch sehr positiv beeinflussen. Und wie siehst du das mit Menschen, die sehr humorvoll sind? Meinst du, das hilft, Gespräche leichter zu machen? Auf jeden Fall. Humor kann Spannungen lösen und schwierige Themen zugänglicher machen. Ein Lachen zur richtigen Zeit kann Wunder wirken. Aber es ist auch wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Nicht jeder Humor passt zu jedem Thema. Man muss ein Gefühl dafür haben. Genau, und das hängt oft vom Einfühlungsvermögen ab. Wenn man merkt, wie der andere tickt, kann man sich besser auf ihn einstellen. Das bringt uns zu den introvertierten Menschen. Sie sind oft sehr nachdenklich, was auch interessante Gespräche bringen kann. Ja, sie bringen oft tiefere Gedanken ein, die zum Nachdenken anregen. Das kann sehr bereichernd sein, vor allem in tiefergehenden Gesprächen. Und dann gibt es Menschen, die sehr direkt sind. Das kann sowohl gut als auch herausfordernd sein, je nach Situation. Direktheit kann Klarheit schaffen, aber es ist wichtig, dabei respektvoll zu bleiben, damit sich niemand verletzt fühlt. Meinst du, dass Empathie auch eine große Rolle spielt? Ich denke, sie hilft, sich besser in den anderen hineinzuversetzen. Auf jeden Fall. Empathie macht es leichter, die Gefühle und Gedanken des anderen zu verstehen und darauf einzugehen. Das stärkt die Beziehung. Und wenn man sich auf diese Weise versteht, sind Missverständnisse viel seltener. Man kann offener und ehrlicher miteinander umgehen. Das ist der Schlüssel zu einer guten Kommunikation. Wenn man sich gegenseitig versteht und respektiert, können Gespräche wirklich bereichernd sein. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, das Gespräch hat euch gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, welche Wörter euch besonders aufgefallen sind. Genau, eure Meinung zählt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Die Eigenschaften. Die Eigenschaften einer Person können ihre Beziehungen beeinflussen. Manche Eigenschaften passen gut zusammen und fördern die Harmonie. Die Werte. Ähnliche Werte können Menschen näher zusammenbringen. Werte wie Ehrlichkeit und Respekt sind oft entscheidend in einer Beziehung. Der Humor. Humor kann eine wichtige Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen spielen. Ein gemeinsamer Humor kann Menschen schnell verbinden.
Die Kommunikation. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beziehung. Gute Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Die Geduld. Geduld ist wichtig, um ein Gespräch angenehm zu gestalten. Ohne Geduld kann ein Gespräch schnell an Spannung verlieren.